Vermeintlich liegen mittlerweile fast alle Details zu Anno 117 Pax Romana auf dem Tisch, weswegen der Hype um den neuesten Serienableger, der sich im Gegensatz zur Siedler-Schwester-Serie nach wie vor an seinen Wurzeln orientiert, nicht größer sein könnte. Doch eine Sache ist mir dabei noch persönlich viel zu unterrepräsentiert und das ist natürlich, wie es der Titel schon sagt, das neue Kampfsystem, welches unter anderem den Kampf zu Land nach vielen Jahren endlich zurückbringt. Ich habe mich daher für euch durch etliche Anspielberichte gekämpft und für euch in diesen News alle Infohappen zum Militär, den Belagerungswaffen, Mauern und natürlich auch den Schiffen für diese Anno-News zusammengetragen. Aus den einfachen Anfängen einer kleinen, unbedeutenden Siedlung. Bevor wir beginnen, noch kurz ein bisschen Werbung, welche hoffentlich auch für Anno-Spieler interessant sein sollte. Denn bei meinem Partner Instant Gaming könnt ihr euch das 2006 erschienene Civ City Rome für einen lausigen Euro mitnehmen und erhaltet dafür einen durchaus gelungenen Citybuilder im alten Rom, welcher auch zum heutigen Thema passt, um die Zeit bis zum Release von Anno 117 zu überbrücken. Mit einem Kauf über meinen Partnerlink unterstützt ihr dabei zusätzlich diesen Kanal. Nun müsst ihr den Ruhm und die Pracht wieder aufleben lassen, die die Stadt einst prägten. Rom. Zurück in der Pax Romana, welche eigentlich für eine 200 bis 250 Jahre lange friedvolle Phase des Römischen Reiches gilt, könnt ihr eure Kontrahenten im Single und vor allem auch im Multiplayer natürlich trotzdem militärisch schachmatt setzen. Auch wenn das komplette Feature rund um das Kampfsystem peinlichst penibel als optional angepriesen wird, um bloß keinen Anno-Spieler zu vergraulen, scheint es doch diesmal im Gegensatz zu vorherigen Anno-Teilen einen viel größeren Platz einzunehmen. Daher an dieser Stelle kurz erwähnt, ja, ihr könnt theoretisch auch komplett friedvoll spielen, Gegner notfalls im Endlosspiel abschalten oder Insel für Insel über Diplomatie und mit einer großen Geldbörse übernehmen. Aber mal ehrlich, spielt so wirklich jemand Anno? In Anno 1800, welches komplett auf Landeinheiten verzichtete, spielt sich der militärische Part komplett via Schiff zur See und später dann noch, nach diversen DLC, via Luftschiffen ab. Zudem gab es diverse Abwehrtürme wie das Flak oder den Flammenwerferturm, um eure Häfen zu verteidigen. Hattet ihr es geschafft, den feindlichen Kontor zu zerstören, konntet ihr die Insel mit dem Bau eines eigenen komplett übernehmen und neu bebauen. Das war im Grunde schon alles zum Kampfsystem in Anno 1800, führt uns aber auch gleich zur ersten großen Änderung. Denn anstatt über den serientypischen Kontor die Kontrolle über eine Insel zu erlangen, müsst ihr stattdessen mit Fußsoldaten anlanden und dann die wahrscheinlich gut verteidigte Gouverneursvilla dem Boden gleich machen, um zum gleichen Ziel zu gelangen. Dafür stehen euch neben Belagerungswaffen auch unterschiedliche Truppentypen zur Verfügung. Zum genauen Umfang schweigt sich Ubisoft hier zwar noch aus, im Großen und Ganzen können wir den Umfang aber anhand des vorliegenden Trailermaterials mit Schwertkämpfern, Speerkämpfern, Bogenschützen, Reitern sowie Ballisten und Katapulten gut eingrenzen. Es gibt also mindestens 4 Militäreinheitentypen und dazu 2 Belagerungsvarianten an Land. Diese Einheitentypen bildet ihr im Spiel in Gruppen mit bis zu 44 Stück. Gut möglich aber, dass sich diese Zahl je nach Forschung oder Religionsbonus weiter aufstocken lässt. Ihr solltet hier aber kein vollwertiges Total War Gameplay erwarten, sondern eher mit einer Light-Version rechnen. Den Gegner auf dem offenen Feld zu bekämpfen und dann zum Beispiel mit Reitern in die Flanke zu stoßen, sollte aber ebenso möglich sein, wie einer vermeintlichen Übermacht in engen Gassen à la 300 eine Falle zu stellen. Außerdem sollte er auf diverse Formationen zurückgreifen dürfen, die den taktischen Tiefgang weiter nach oben schrauben. Eine klassische Schildkrötenformation, um sich gegen einen hereinbrechenden Pfeilhagel zu wehren, habe ich zwar noch nicht gesehen, es ist aber total naheliegend, dass es auch in so eine Richtung gehen könnte. Ein guter Vergleich ist hier wahrscheinlich Manor Lords, welches vom Papier her kampftechnisch wohl auf dem gleichen Niveau funktioniert. Damit die Verteidigung gelingen kann, feiern auch die Mauern ein Comeback, welche beim Bau über eine Straße gezogen automatisch ein Tor ergänzen. Obendrauf könnt ihr eure Stadtmauern dann noch mit Türmen verstärken und diese zusätzlich mit Bogenschützen bemannen. Inwiefern Bodentruppen diese Mauern überwinden können, ist auch noch nicht ganz klar. Realistisch wäre es aber, dass sie es gar nicht können und zwingend Belagerungsmaschinen in ihrem Angriff mitführen müssen, welche dann wiederum ein lohnenswertes Ziel für den Verteidiger wären. Im Trailermaterial
können das allerdings auch mit Bogenschützen bemannte Schiffe. Schade. Aber auch zur See ist nicht alles exakt gleich, wenn auch ähnlich wie in Anno 1800. Denn auch Schiffe müsst ihr mit Militäreinheiten bestücken, sodass sich diese wehren können. Die einzelnen Module und Individualisierungsmöglichkeiten bei Schiffen haben wir hier in den Anno News schon behandelt, daher nur in aller Kürze. Über einen verstärkten Rumpf stecken eure Schiffe mehr Treffer ein, hingegen können sie sich über extra angebaute Türme mit Bogenschützen verteidigen, aber auch die beiden Belagerungsvarianten, also Balliste und Katapulte, lassen sich an Schiffen anbringen. Katapulte haben die größte Reichweite und verursachen den größten Schaden, sind dafür aber eher ungenau und langsam. Bei allem Gekämpfe bleibt Anno aber natürlich im Kern weiterhin eine Wirtschaftssimulation. Sprich, eure Legionäre verlangen einen gewissen Sold und belasten somit euren Staatshaushalt entsprechend. Natürlich steht auch ein in den Militärdienst berufener Bewohner dem Arbeitsmarkt nicht mehr zur Verfügung, weswegen ein zu großes Militär nicht nur eurem Geldbeutel, sondern auch schnell eurer Wirtschaft schaden kann. Außerdem werden Rüstungen und Waffen sicherlich auch irgendwo vorab hergestellt werden müssen. Um die Kosten abzumildern, könnt ihr aber passive Legionäre ein Lager aufschlagen lassen, was dann wiederum zu einem positiven Effekt führt, ohne die genaue Mechanik dahinter zu kennen. Es erinnert aber im ersten Moment sehr an ein ähnliches System wie in Anno 1404. Ausbilden könnt ihr die Militäreinheiten übrigens ganz RTS-like in entsprechenden Militärrekrutierungsgebäuden. So gibt es beispielsweise eine Kaserne, eine Werkstatt für Belagerungswaffen, einen Schießstand und einen militärisch genutzten Reitstall. Das schreit förmlich nach einem neuen Zocker Lounge Community Event mit 4 Teams bzw. 16 Spielern. Mal schauen. Anno 117 Pax Romana hat jetzt auch einen Release-Termin und soll am 13. November 2025 erscheinen, wenn es denn nicht nochmal verschoben wird. Und das betone ich auch gerne nochmal, denn dahingegen hat Ubisoft in den letzten Jahren einfach zu oft regelmäßig enttäuscht, wie übrigens auch bei Anno 1800. Alles zum Release, dem nun auch angekündigten Season Pass mit seinen 3 Erweiterungen und den unzähligen Varianten von 60 bis 160 €, behandeln wir dann am Sonntag im Wochenrückblick. Schaut da also gerne auch mal vorbei. In diesem Sinne gerne ein Abo dalassen, damit ihr immer top informiert bleibt und bis zum nächsten Mal.